Welcome to TUMO Berlin. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Wir freuen uns, dass ihr beim Stream dabei seid. Wir haben unseren ersten Keynote-Speaker, Wlodomir, der sich aus Österreich zuschaltet und uns mit reinnimmt in das Thema, in sein eigenes AI-Projekt, was er entwickelt hat. Ich gebe rüber zu Wlodomir. Talente und Technikbegeisterte zu sehen. Es ist eine große Ehre für mich, mit euch über spannende Innovationen in der KI-Welt zu sprechen. Mein Name ist Volodymyr Borisenko und meine Reise in der Welt der künstlichen Intelligenz begann unter außergewöhnlichen Umständen, mitten in einem Krieg. In einer Realität, in der Technologie nicht nur ein Fortschrittsmotor, sondern eine Überlebensfrage ist, wurde mir klar, ich kann etwas bewirken. In nur 3 Jahren konnte ich meine Forschung auf die internationale Bühne bringen, mit führenden Wissenschaftlern, Unternehmen und Entscheidungsträgern zusammenbereiten und Innovationslösungen für reale Herausforderungen entwickeln. Diese Erfahrungen haben mir gezeigt, dass KI nicht nur ein Werkzeug der Innovation ist, sie kann Leben retten. Ich bin Ingenieur für künstliche Intelligenz, Wissenschaftler und Entwickler für fortschrittliche Algorithmen für militärische Simulationen und KI-Optimierung für Kampfszenarien. Meine Arbeit wurde mit 5 prestigiösen internationalen Preisen aufgezeichnet, darunter eine Spezialisierung des Königsfachfonds bei Regeneron ICEF sowie eine Platinmedaille bei Informatics. Außerdem würde ich als einer der weltweit talentiertesten jungen Innovatoren in das Rise for the World Programm aufgenommen. Heute möchte ich mit euch über innovative Bildungsverkreuze und Technologien sprechen. Ein Thema, das nicht nur die Zukunft des Lernens, sondern auch die Zukunft der Welt prägen wird. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Lehrer in Zukunft keine Noten mehr vergeben, dass künstliche Intelligenz ihre Entscheidungen in Echtzeit analysiert und ihre Leistung bewertet? Wir alle sind an traditionelle Bildung gewöhnt, Vorlesungen, Lehrbücher, Prüfungen. Doch sehen wir uns an, was bereits geschieht. DeepMind entwickelt KI-gestützte Lernalgorithmen, die sich an jede Schule individuell anpassen. Und in China gibt es bereits Schulen mit KI-Systemen, die die Aufmerksamkeiten der Schüler über Kameras überwachen. Das ist keine Science-Fiction mehr. Doch das eigentliche Problem ist nicht, dass KI die Bildung verändert. Das Problem ist, dass wir immer noch lernen wie vor 100 Jahren. Doch Bildung betrifft nicht nur Schulen und Universitäten. Wir haben über KI in der Bildung gesprochen, über personalisierte Lernplattformen und intelligente Tutoren. Doch was ist mit einer ganz anderen Art von Bildung? Der Ausbildung von Menschen, die in extremen Situationen schnelle, lebenswichtige Entscheidungen treffen müssen, den Soldaten. Ich bin in einer Realität aufgewacht, in der Wissen nicht nur ein Mittel zum Erfolg ist, sondern zum Überleben. Deshalb habe ich ein Projekt entwickelt, das moderne Technologien nutzt, um militärische Ausbildung effektiver, sicherer und intelligenter zu machen. Mein Startup Tactic Square ist mehr als ein militärisches System. Es ist eine Lernplattform für Soldaten, die mit Hilfe von KI und Simulationen reale Kampfsituationen analysiert und Strategien optimiert. Doch bevor ich euch eine Lösung zeige, lasst mich euch von den Herausforderungen erzählen, mit denen ich konfrontiert war. Also das war Algorithmen berücksichtigen, nicht nur Übertragen von Informationen zwischen Drohnen, und es fehlt Lösungen für die Drohnenkoordination in Graphenstrukturen. Also Tactic Square ist eine KI-gestützte Simulationplattform, die dabei hilft, militärische Strategien zu optimieren und Soldaten besser ausbilden. Sie analysiert das Schlachtfeld in Echtzeit, berechnet optimale Entscheidungen und verbessert sich durch maschinelles Lernen. Tactic Square bietet eine fortschrittliche Softwarelösung, die auf die Komplexität moderner militärischer Konfliktszenarien zu geschichten ist.
Also die Technologien, die Taktik Square nutzt, das ist künstliche Intelligenz für die Analyse für Bedrohungen und Entscheidungsfindung, maschinelles Lernen für adaptive Strategien und kontinuelle Verbessern und Echtzeitsimulation, um verschiedene Kampfszenarien zu testen. Das Herzstück meiner Lösungen ist ein proprietäres Technologiepaket, das künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und forschliche Analysieren kombiniert. Und habe ich Motivation für euch? Eine kleine Idee kann die Welt verändern, wenn du den Mut hast, sie umzusetzen. Vor 3 Jahren hatte ich nichts außer eine Idee. Keine großen Ressourcen, keine Erfahrung, nur die Motivation, etwas zu verändern. Heute stehe ich hier mit einem Projekt, das international anerkannt wurde. Was bedeutet das für euch? Ich habt jetzt alle Werkzeuge, KI, Coding, Wissen, um eure eigene Zukunft zu gestalten. Nutzt sie. Egal, ob ihr euch für Gaming, Robotik oder Medizin interessiert. Jede große Innovation beginnt mit einer Frage. Was, wie, wenn ich es versuche? Die Zukunft gehört denen, die handeln. Fangt heute an. Es war mir eine große Freude, euch heute mein Projekt vorzustellen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, eure eigenen Ideen zu verfolgen und Neues zu schaffen. Ich wünsche euch allen viel Erfolg bei allem, das ihr euch vornehmt. Bleibt neugierig, kreativ und mutig. Vielen Dank. Nun übergebe ich das Wort einer meiner Kollegen in Berlin. Hi, schön, dass es weitergeht bei uns. Wir haben heute Thomas hier bei uns, der uns mit reinnehmen wird in sein eigenes KI-Modul, was er gebaut hat, mit dem er arbeitet und uns einführen wird in das, was man damit machen kann. Ein Applaus für Thomas. Ja, vielen Dank. Ich freue mich total hier zu sein. Ich bin hier, um euch zum einen mein Projekt Pollinations.ai vorzustellen. Oh, könnt ihr Pollinations.ai. Man braucht keine Erfahrung. Okay. Also, mein Name ist Thomas. Ich bin so fast ein Veteraner, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Also ich habe vor 20 Jahren KI und Informatik studiert, also lange bevor es jetzt so modisch geworden ist. Und hab dann im Studium natürlich also die praktische Umsetzung der KI. Die Theorie war da, aber sie war noch sehr schwach im Vergleich zu dem, was man heutzutage mit ihr machen kann. Und es gab tatsächlich, also jetzt, sagen wir mal, 15 Jahre lang, das nennt man den KI-Winter, also wo viel Hoffnung reingesteckt wurde, aber die Resultate nicht so gut waren. Das heißt, ich habe dann länger mit verschiedenen Sachen gearbeitet, auch mit Kunst und Kultur. Aber jetzt in den letzten 6 Jahren hat die KI so richtig, fast erschreckend, wie wir alle wissen, Fortschritte gemacht. Ich finde es spannend, die KI auf kreative Art zu nutzen und auch so ein bisschen um diese Berührungsangst abzubauen. Und ich habe deshalb Pollinations.ai gegründet. Das ist eine Webseite, auf der man umsonst verschiedene KI-Modelle benutzen kann. Und sie wird von relativ vielen, auch Teenagern auf der ganzen Welt benutzt. Wir haben viele User aus Indien, aus China, aus Brasilien. Und ich gehe mal hier ein Stück weiter. Der Punkt ist, sie ist umsonst, man braucht keine Kreditkarte, es ist sehr unkompliziert. Genau, und ich wollte euch eigentlich nahelegen, dass ihr mal auch vielleicht einfach mal probiert, mal die Seite besucht, aber es geht auch nicht nur um Pollinations AI. Es geht darum, dass man generell einfach ein bisschen Spaß hat mit der KI und dadurch, dadurch sich einen Zugang verschafft. Also ich bin ein großer Enthusiast. Und ja, und ich bin
auch sehr, ich kann oft fast gar nicht schlafen, weil es in letzter Zeit die Entwicklung so rasant geht und es vorher eigentlich 15 Jahre sich ganz langsam nur von Fleck bewegt hat. Das heißt, es ist eine sehr interessante Situation gerade mit der KI. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen KI-Forscher von heute 5 Jahre in die Vergangenheit schickt, dann glaubt dem keiner, was er jetzt machen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Physiker oder einen Biologen 5 Jahre in die Vergangenheit schickt, dann sagen sie, ja, cool, coole neue Forschung, aber bei der KI hat sich das so entwickelt, das würde einem keiner glauben. Also ich hätte das nicht geglaubt, wenn mir das einer sagen würde, dass wir jetzt mit KIs reden können, dass wir sie nicht unterscheiden können von Menschen, wenn wir mit ihnen chatten. Na gut. Ich habe jetzt hier auch zum Beispiel für die Präsentation Bilder generiert. Da habe ich versucht, so ein bisschen den Stil von Tumo AI einzufangen. Und genau, und ich würd euch ein bisschen zeigen, einfach, wie man mit diesen KI-Modellen interagiert. Bin mir sicher, viele haben schon mal diese Text-zu-Bild-Modelle probiert, wo man Text klicken kann und dann ein Bild generiert. Aber wir können das auch gleich live probieren. Wir können auch ein paar Inputs von euch nehmen. Genau. Wir sind ein Open-Source-Projekt. Ich bin ein großer Befürworter von Open Source. Das heißt, alles, was wir machen, Code und so weiter, ist alles offen. Das heißt, jemand anders kann das runterladen und kann das verändern. Dadurch haben wir jetzt eine richtig große Community von Leuten, die dann auch beitragen, Pollination beitragen. Also ganz viele Teenager, aber auch alle möglichen Altersklassen und alle möglichen, sagen wir, Know-how gerade, spielen mit Pollination und bauen sozusagen neue Apps auf Basis von unserer Technologie. Und da werde ich euch dann auch von ein paar Teenagern aus unserer Community ein paar Beispiele zeigen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nur auf unsere Webseite, damit ihr so seht, was man da machen kann. Jetzt sind wir hier, da haben wir einen Live-Feed, das sind Bilder, die gerade in Echtzeit auf der ganzen Welt von Leuten generiert werden. Oh, da kommt manchmal etwas, aber also man muss, das sage ich auch ganz klar dazu, man hat manchmal das Problem, dass Leute, dass man filtern muss, ne? Weil KI kann sehr frei generieren und dann kann es auch schon mal passieren, dass mal ein nackter Körper generiert wird. Und da ist es immer so ein Wettlauf zwischen Technologie und zwischen den Filtern und naja, so ist es. Aber das ist eher selten, würde ich sagen. Aber was ich gerne zeigen will, sind Projekte, die andere Leute mit Pollinations entwickelt haben. Aber man könnte jetzt hier zum Beispiel auch einfach jetzt mal ein Bild generieren. Sagen wir mal, wir sind in Berlin in einem futuristischen Lernzentrum. Jahr 2100. Okay? Wenn wir das tippen und abschicken, dann wird dieses Bild jetzt das läuft alles in der Cloud, also es läuft jetzt nicht auf meinem Computer, weil das ziemlich hohe Anforderungen hat an Rechenleistung. Es wird jetzt in der Cloud generiert und kommt dann irgendwann zurück. Aber ich würde jetzt erstmal nochmal, weil wir kommen dann zu dem interaktiven Teil später. Ich würde nochmal zurück auf meine Präsentation. Wo hatten wir sie? Oh, habe ich sie jetzt verloren? Ach so, ich bin da ausgewechselt. Okay. Genau. Wer so ein kleines bisschen Coding kann, der kann auch mit Pollinations AI selbst Apps bauen. Man kann aber auch einfach Pollinations benutzen, um Bilder zu machen oder zu chatten. Das Interessante ist, dass heute ganz viele Leute KI benutzen, um zu coden. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Leute, die noch nie Programme gemacht haben, die jetzt in unserer Community gelernt haben, wie man so kleine Apps baut. Und da hilft die KI halt sehr gut. Also das heißt, man kann jetzt schon fast sagen, mach mir ein Programm und die KI kann einem so simplere Programme schon fast programmieren, nur von
Textprompts. Und es ist halt interessant, weil die KI hat gelernt von riesigen Datenmengen im Internet. Das heißt, das sind, da reden wir von hunderten Millionen Bildern, die alle runtergeladen werden. Die werden der KI dann repetitiv gezeigt. Der KI wird auch gezeigt, was in diesem Bild vorhanden ist. Dann lernt sie, den Text in das Bild zu übersetzen und auch andersrum. Und da kommen dann so seltsame Sachen, dass man zum Beispiel bestimmte Stichwörter, bessere Bilder generieren. Da kann man zum Beispiel schreiben, gib mir ein Foto, das alle Preise gewonnen hat, und dann macht die KI ein qualitativ besseres Foto, weil es einfach den Text eines Prize-Winning-Fotos mit höherer Qualität verbindet. Also lernt man so ein bisschen so ein paar Kniffe, auch wie man dann den Stil beeinflussen kann. Hier habe ich zum Beispiel abgebildet in diesem Bild, dass die KI zum Teil sehr schlau ist und zum Teil sehr dumm. Also manche Sachen, die für uns ganz einfach sind, sind für die KI sehr schwer. Zum Beispiel, wie viele Buchstaben in einem bestimmten Wort sind zu zählen. Und dann denkt man sich auch, die ist ja so dumm, kann ich der überhaupt trauen, wenn die mir bei etwas Komplexem hilft? Also es gibt diese zwei Seiten. Man muss aber immer sehr skeptisch sein, vor allem wenn man nicht Experte ist auf einem Thema. Und hier habe ich jetzt ein Beispiel, und zwar, es kommt ganz stark darauf, also wenn ich jetzt die KI frage, kannst du mir jetzt eine Frage beantworten? Zum Beispiel habe ich die KI heute Morgen um 3 Uhr morgens, weil ich um 3 Uhr morgens noch an dieser Präsentation saß, habe ich sie gefragt, habe ich jetzt hier zu viel Content für meine Präsentation, geht das über das Limit weg? Und dann sagt sie, ja, du hast zu viel, du musst das auf jeden Fall kürzen und so. Aber wenn ich sie jetzt anders frage, wenn ich sie frage, den Content, den ich vorbereitet habe, der passt in die Zeit rein, stimmt, oder? Dann sagt sie ja, sie stimmt. Also die KI versucht einen oft so zufriedenzustellen, passt. Ne? Also das heißt, man muss da immer ein bisschen auch skeptisch dran gehen. Ne? Aber das Interessante ist, man kann auch diese ganzen Apps wie ChatGPT, wie Claude, wie auch diese Bildmodelle, die kann man alle umsonst online testen. Da gibt es verschiedene Seiten, Pollination ist eine von denen. Und da würde ich wirklich empfehlen, einfach rumzuspielen. Man kann da viel Spaß haben. Und jetzt wollte ich euch ein paar Projekte mit KI von Teenagern in unserer Community gebaut wurden. Da werde ich jetzt einfach anfangen mit unserem ersten Creator. Ich weiß nicht, ob wir jemanden dazuschalten. Wahrscheinlich wird es zu kompliziert, oder? Frag vielleicht kurz in Englisch. Ja. Also fangen wir erstmal an mit dem der nicht dabei ist. Because is it possible to add Itachi, our Indian developer, via voice? It doesn't need to be now. I'm just asking if we can. If not, it's no problem. I will present what he did. Mm-hmm. So he's not in the course. So Yeah. I think then you just present his Okay, project. I just present it. Yeah. So I will just present first. We have an Indian developer. Our communities unsere Communities auch im Discord. Das heißt, die Leute sind eher anonym. Das heißt, es war schon so ein bisschen komisch, als ich sie gefragt habe, ja, wo kommt ihr her? Wie alt seid ihr? Das ist so. Die Kultur in diesen Discord-Communities ist gar nicht so, ist eher anonym. Das heißt, da muss ich erstmal so ein bisschen mich rantasten, ob ich die überhaupt vorstellen durfte. Ne? Aber jetzt zeige ich dir mal. Sugam Deol ist der Username, und einer unserer User, habe ich sicher ganz falsch ausgesprochen, aber und der hat jetzt zum Beispiel eine App erstellt, die heißt Roastmaster. Roastmaster ist eine App, der zeigt mal ein Selfie und die macht sich lustig über dein Selfie. Und das werde ich euch auch zeigen. So, jetzt kann ich hier einen Selfie hochladen, und was passiert dann? Die KI
schaut sich das Bild an, analysiert es und generiert dann einen Text, der sich über diesen Selfie lustig macht. Das zeige ich jetzt einmal mit einem Selfie von mir als Kind. Müssen wir mal kurz finden. Da haben wir es. Das bin tatsächlich ich. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber so. Das bin ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 5, keine Ahnung. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, mach dich lustig über mein Selfie. Mal, was passiert. Roast my selfie. Es ist halt jetzt ein spielerischer Ansatz. Ne? So, und jetzt hat er hier einen Roast gemacht. Er kann es auch vorlesen, sagen wir mal. Gut, aber er sagt hier, na, jetzt ist der Roast natürlich auf Englisch, aber er sagt, er macht hier, first of all, that haircut. It's practically screaming, please no paparazzi. Easter Bunny filling a restraining order. The cape, is that velvet, polyester? Also, er macht sich so über meinen Look lustig. Da kann man ein bisschen Spaß haben. Und hier der Final Burn ist, ja, der ist ein bisschen kompliziert, ne? Aber da könnt ihr die ganzen Links, die könnt ihr dann das könnt ihr auch selbst probieren. Ne? Also jetzt ein Beispiel einfach nur. Wir können auch von jemandem von euch, wenn ihr wollt, aber das machen wir ein bisschen später. Wer mutig ist, kann sich auch roasten lassen von diesem Selfie-Roaster. Machen wir gleich. Itachi. Itachi ist auch ein Entwickler aus Indien. Der ist jetzt erst seit ein paar Wochen in unserer Community und hat seitdem gelernt, mit KI zu programmieren und hat dann gleich eine App gemacht, die nennt sich Story Magic. Story Magic ist eine App, man kann ihr eine Idee geben und sie schreibt eine Geschichte dazu mit Bildern. Wir könnten jetzt zum Beispiel, sagen wir nochmal, hier, wir sind in einem mystischen Berlin, in einem Lernzentrum in Mitte mit vielen Teenagern passieren mysteriöse Dinge. Sind wir eigentlich mit der Zeit? Also knapp 20 Minuten. Ja. So, jetzt schickt er dieses Prompt an die KI, die schreibt einen Text. Während das passiert, ja, hier. Und das sind natürlich Apps, die von unserer Community entwickelt worden sind. Da sind leider auch im Prototyp-Status. Aber das Schöne ist, das wird als Open Source Code oft geteilt. Das heißt, verschiedene Mitglieder der Community können das dann weiterentwickeln und verändern. Das ist ein sehr, sehr schöner Prozess. Mir kommt das immer so ein bisschen vor wie so, als man Samen pflanzt. Okay. Die Dämmerung früh anbrach und die Lichter in der Stadt wie funkelnde Sterne flimmerten, schloss sich eine Gruppe von Schülern zum Lernen in einem der magischen Räume des Wissenhauses an. Die Gruppe bestand aus Leo, dem schüchternen Bücherwurm mit einer Leidenschaft für Geschichte, Sibel, die alles über Sternenkarten wusste, und Jonas, der sich immer in die spannendsten und gefährlichsten Abenteuer träumte. Ihre Lehrerin Frau Nielsen, eine geheimnisvolle Dame mit silbrigem Haar und einem Lächeln, das immer ein bisschen zu randvoll mit Wissen wirkte, hatte ihnen einen besonderen Auftrag gegeben. Finde heraus, was das Klopfen im Keller bedeutet. Also man kann, es geht halt voll auf den Prompt ein. Ich hab da auch schon mal was anderes geschrieben, der sollte eine Geschichte über meine Katze machen. Also da kann man auch viel Spaß haben. Man kann auch in den Einstellungen auch die Stimme verändern und sowas. Wir haben auch, ich zeige euch jetzt, wir haben auf unserer Seite, also pollinations.ai heißt die, da haben wir hier
hier habe ich jetzt speziell für TUMO eine For Teens Kategorie angelegt, wo diese Projekte, die ich gerade zeige, wo ihr die alle ausprobieren könnt. Da ist dieser Roastmaster, da ist dieser Story Magic, das ist jetzt das, was er entwickelt hat. Es gibt auch sogar Musik-Apps, das zeige ich euch auch mal ganz kurz. Das ist eine KI-basierte Musik-App. Wie startet man? Das ist die Frage. Na gut. Man muss da was schreiben. Eine ruhige Melodie. Es funktioniert auch alles mit Textprompts. Gut. Aber, ja. Das hat er jetzt gemacht. Jetzt kann ich hier sagen, das war eigentlich der Beat. Na, mach mir einen ruhigen Hip-Hop-Beat, bitte. Hip-Hop-Beat. Das benutzt alles Polynations im Hintergrund, weil es umsonst ist, bauen halt auch so viele Leute da ihre Apps mit. Genau, und dann kann man sich seinen Song, eine Horrormelodie, okay, aber genau, mal sehen, ob die Horrormelodie dann klingt. Also es geht nur darum zu zeigen, dass man sehr viele Sachen machen kann mit diesen KI-Modellen. Und die Leute haben das in sehr kurzer Zeit gelernt, deshalb lege ich das wirklich ans Herz, damit zu spielen und zu experimentieren und auch in unsere Community zu kommen. Genau. Es gibt auch einen Bot, mit dem man sich unterhalten kann. Es gibt aber so viele Projekte, dass ich dann gar nicht zum Ende komme, wenn ich euch die alle zeige. Ein anderer Teenager aus unserer Community, User113, ich kenne seinen richtigen Namen nicht, oder ihren richtigen Namen nicht, hat ein Roblox-Spiel gemacht. Es ist sicher einigen von euch ein Begriff. Und da konnte man sich dann mit einer Person unterhalten im Roblox, mit so einem Katzen-Neko-Cute-Charakter. Und das hat dann 9 Millionen Likes bekommen und hat immer so 900 aktive Benutzer zugleich. Und ja, das ist für User 113 ist auch ja genau, für ihn ist das total unglaublich, dass er so eine App gemacht hat, die Millionen von Leuten mögen. Und mit dem kann man sich dann auch in unserer Community unterhalten, wenn ihr auch an Roblox oder so Interesse habt. Ne? Also genau. Und Singsi ist noch ein weiterer Teenager aus Indien. Der hat einen Discord-Bot gemacht, unsere Communities sind im Discord. Da kann man sich dann mit diesem Bot Bilder generieren. Können wir auch gleich benutzen mal. Aber vielleicht machen wir das dann gleich zusammen, anstatt dass ich jetzt hier immer was tippe. Ja, es gibt noch viele Projekte, die könnt ihr euch auch am besten auf der Polynations-Seite anschauen. Genau. Und jetzt würde ich vielleicht auch einfach mal so mal ein paar Fragen, weil ja, das lockert es vielleicht auch ein bisschen auf. Und dann können wir auch was Interaktives probieren. Also auch könnt ihr euch aussuchen von den Apps, die ihr gesehen habt, mit was würdet ihr am liebsten probieren. Ja, also genau, ich sage jetzt noch mal ganz kurz, ich habe unsere Teenager befragt, so was für Tipps gibt ihr anderen mit. Und da gibt es die verschiedensten, die kommen von den verschiedensten Hintergründen. Aber das Grundlegende, was immer rausgeht, ist, was man einfach experimentieren sollte. Genau, ich komme mal hier mit ins Bild. Vielen Dank für deine Einführung. Vielen Dank fürs uns erzählen, was du gemacht hast und was Polynations so kann. Nur um das Ganze nochmal zusammenzufassen. So, auf Polynations AI können alle kostenlos, frei zugänglich
selber mithilfe von AI verschiedene Apps generieren, die dann mit AI Dinge bauen. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel in der Audience Leute haben, die Interesse daran hätten, selber erste Schritte zu gehen und zu sagen, ich möchte meinen eigenen AI-Bot bauen, können sie sich da anmelden und werden dann da durchgeführt und lernen dort, wie sowas konstruiert wird und können auf das zugreifen, was alle anderen in der Community schon gemacht haben. Super. Was würdest du jemandem sagen, der sagt, ich möchte jetzt das allererste Mal da drauf gehen? Was ist das Wichtigste, was man sich überlegen muss, bevor man so einen Bot startet? Aha. Naja gut, ich glaube, natürlich ist das Programmieren der eigenen App der zweite Schritt. Also vielleicht sollte man erstmal ein bisschen diese KI-Modelle einfach probieren, ne? Weil es gibt so verschiedene, das nennt sich auch Playgrounds, also man kann bei Google mit verschiedenen KI, bei Pollinations auch, ne? Dass man erstmal, bevor man eine App selbst programmiert, dass man erstmal einfach damit spielt und sieht, wenn ich diesen Text tippe, passiert das und so weiter und dann genau, und dann könnte man, geht man generell die Richtung, dass man eine kleine Web-App macht. Also das ist eine kleine HTML-Seite. HTML ist ja auch jetzt für vielen jetzt auch schon ein Begriff. Also da kann man dann relativ einfach, sagen wir mal, ich habe eine kleine Homepage gemacht über mich als Künstler. Dann könnte ich jetzt einfach da eine interaktive AI-Sache draufbauen. Zum Beispiel könnte ich meinen Fans die Möglichkeit geben, irgendwie ein Bild in meinem Stil zu generieren. Also wir haben auch zum Beispiel, also ich denke, das Einfachste ist erstmal so mit diesem Text zu Bild zu probieren. Also dann kann man halt so eine interaktive Erfahrung, die kann man dann halt auch anpassen, dass sie nur in einem bestimmten Stil ist oder dass sie nur bestimmte Thematiken benutzen. Ne? Also ich denke schon, so Text zu Bild und wenn man sich so ein bisschen mit HTML auskennt, dann kann man bei uns in die Community kommen und fragen und dann oder auch auf unserer Homepage ein bisschen die Dokumentation lesen, kann dann gleich KI bei sich einbauen. Okay, wir geben mal raus an unsere Audience hier vor Ort. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem, was Thomas erzählt hat? Gibt es noch irgendwelche Fragen hier im Raum? Ja. Wie finanziert sich das? Weil diese KI in der Cloud zu laufen, das kostet ja wahrscheinlich viel Geld. Ja, das fragen auch die meisten. Ich wiederhole kurz die Frage, damit auch der Stream das gut hört. Wie finanziert sich das, wenn das ein Open-Source-Programm ist? Das kostet ja ganz schön viel Geld für Cloud und alles. Ja, also ich habe ja auch noch, wir haben momentan 3 Millionen aktive Benutzer pro Monat. Also das ist wirklich viel. Fast schockierend. Das ist ja, weiß ich gar nicht, wie das dazu gekommen ist. Aber es ist so, dass es gibt verschiedene Firmen, Google, Amazon, Microsoft Azure, die bieten Startups, wir haben ein Startup gegründet, die bieten den Startups Kredite an. Ja? Und das ist gar nicht wenig. Also wenn man ein Startup hat und das sich da richtig anmeldet, dann kriegt man da ganz einfach mal 100.000 Dollar Kredit und kriegt man dann gleich bei Google, bei Amazon. Das heißt, wir machen so ein bisschen den Robin Hood. Aber das ist ja auch in deren Sinn, die wollen ja, dass unsere App wächst und dann irgendwann werden wir dann zu zahlenden Kunden, aber wir versuchen das so lange wie möglich auszuzögern, zu zahlen. Ja. Noch eine Frage, ja. Wie generiert AI sowas? Also ich glaube nicht, dass ein Computer das, was ein blauer Koala ist, oder was ein Koala. Woher weiß ich das? Ja, ich wiederhole kurz die Frage. Die Frage war, wie funktioniert es überhaupt, dass AI sowas generieren kann? Woher weiß der Computer, was zum Beispiel ein blauer Koala ist? Ich habe jetzt einen blauer Koala hier eingetippt. Was passiert quasi da im Hintergrund? Genau. Und zwar, ja, also das
wirklich das gut zu erklären, würde vielleicht die Zeit sprengen, aber die Idee sind wir trainieren, also ist es anders als eine herkömmliche Programmierung, wo man ganz klar Regeln angibt und sagt, so, wenn da ein rechter Winkel ist, dann ist es ein Quadrat. Also die AI trainiert man mit vielen Beispielen. Das heißt, man zeigt einem sogenannten Modell, das erstmal gar nichts weiter, das macht erstmal nur so Noise, also nur so statisches Rauschen vom Fernseher. Und der zeigt man über Wochen und Monate und in großen Datenzentren, also das sind immer so Hunderte von Computern, die da zugleich diese AI trainieren, zeigt man immer mehr Bilder, hunderte Millionen Bilder, und sie lernt langsam, aber sicher diese Bilder zu reproduzieren. Und das Prinzip ist, es sind neuronale Netze, das heißt, das Prinzip ist auch so der Idee eines biologischen Gehirns aufgebaut, natürlich simplifiziert, und das wird alles Mathematik und Matrixmultiplikation, aber die Idee ist, dass man so ein paralleles System hat, was lernt und was man nicht programmiert. Das heißt, es hängt auch völlig ab von der Qualität der Beispiele, wie gut diese KI ist. Also wenn man hier nur Müll zeigt, dann kann sie auch nur Müll produzieren. Ne? Beantwortet das deine Frage? Okay. Ich hätte noch eine Follow-up-Frage dazu. Wenn man jetzt mit Pollinations AI eine App baut, zum Beispiel eine App, die dann Bilder generiert, muss man der dann selber all diese Beispiele geben? Also müsste ich, wenn ich sage, ich will jetzt eine App bauen, da selber erstmal 100.000 Bilder hochladen? Oder habt ihr da schon quasi die ganzen Beispiele im Hintergrund irgendwo liegen? Ja, also genau, das ist es so, dass man kann zwar Modelle auch selbst trainieren, aber das ist sehr aufwendig. Was man generell macht, ist auch das Gleiche mit ChatGPT und so. Größere Firmen oder mittlerweile auch Universitäten und auch Institutionen, die trainieren diese Modelle anhand von ganz vielen Beispielen. Und dann kann man, dieses Modell kann man aber noch feintunen, nennt sich das. Also man kann das dann noch spezialisieren auf den eigenen Stil, aber man startet mit einem, das schon sehr viel weiß, ne, also wie sehen Sachen aus. Also wenn man von null anfangen, kann man als Privatperson eigentlich sehr schwer nur. Ja. So, haben wir noch eine letzte Frage? Ansonsten ist nämlich unsere Zeit jetzt auch leider schon um. Sorry, und das mit der Demo, na gut. Das ist ja. kein Problem. Wir werden, also ihr habt alle den Link gesehen, den Link gehört, Pollinations AI. Darüber habt ihr die Möglichkeit, alles, was jetzt hier mal so angezeigt wurde, selber auszuprobieren. Und auch selber erste Schritte zu gehen, euren eigenen AI-Bot zu bauen. Wichtig dabei, was wir jetzt gerade im letzten Teil gehört haben, der AI-Bot, den ihr baut, der hat schon eine Datenbank dahinter geschaltet. Das heißt, ihr könnt dann ein bisschen was modifizieren in dem, was da rauskommt. Ihr hängt euch aber quasi an dieses große Unternehmen schon dran und arbeitet mit dem, was da schon an Beispielen hinterliegt. Ich würde jetzt gerne einen großen Applaus für Thomas hören. Und dann gehen wir jetzt weiter zu unseren französischen Partnern.